Also, was löst es aus in mir, dieses Auto zu fahren? Also es war einfach, sagen wir mal so, Liebe aus dem ersten Blick. Ich habe vom Bekannten Bescheid gesagt bekommen, so guck mal hier, da ist eine Karre, guck dir mal an. Dann bin ich da hingefahren und habe gesagt, ja, ich gehe einfach nur mal gucken. Und dann stand ich halt vor diesem BMW und dachte, okay, fuck, das Auto willst du haben. Und ja, ausschlaggebend war irgendwie dann auch, dass der Wagen 1984 gebaut wurde. Ich bin 84er Baujahr und das passte schon mal. Also gesagt, getan, Wagen gekauft. Und was es halt auslöst, das Tuning oder die Leidenschaft für Autos war halt schon immer da. Muss von meinem Papa mitgegeben worden sein, weil er das Gleiche hatte. Und was ich halt habe, wenn ich diesen Wagen fahre, ist für mich einfach Entspannung pur. Also es kann noch so ein stressiger Tag gewesen sein. Ich steig ein, fahr los und alles ist chillig, alles ist gut. Und das macht halt diesen Wagen für mich auch so wertvoll tatsächlich. Also viel Liebe reingesteckt und wenn man es mal so sagen will, er gibt halt viel Liebe zurück. Also macht halt Bock. Hi, also ich bin Matthias, ich komme aus dem wunderschönen Hagen, arbeite im Jobcenter tatsächlich und bin mit meinem BMW E28 heute hier. Also den Wagen habe ich wie gesagt vor 2 Jahren gekauft, oder jetzt vor 2,5 Jahren. Da war er noch Silber, das Luftfahrwerk war tatsächlich schon drin. Was wir dann gemacht haben als erstes, wenn ich eine Idee im Kopf habe, war es für mich immer relativ wichtig, schnell umzusetzen oder will ich halt immer schnell umsetzen und für mich war immer klar, dieser Wagen muss schwarz sein. Also, gesagt, getan, war es dann halt so, der kam zum Folierer tatsächlich erst. Das hat sich dann ein bisschen in die Länge gezogen, leider zum Negativen. Er hat es dann tatsächlich nicht so ganz auf die Kette bekommen und dann haben wir halt Nägel mit Köpfen gemacht und den Wagen einmal auseinandergebaut und dann wurde er halt lackiert. Einmal in Uni-Schwarz. Ich wurde halt auch gefragt, willst du das wirklich in Uni-Schwarz haben? Weil der Lackierer meinte, das ist halt die schlimmste Farbe der Welt, aber auch die geilste meiner Meinung nach. Und ja, habe ich mich dafür entschieden und dann gab es halt einen Uni-schwarzen Lack da drauf. Als nächstes waren dann die Felgen dran. Ich hatte einen Bekannten von mir, der halt Felgen zusammenbaut und dann haben wir geguckt, wie wollen wir es haben. Die klassische Variante war halt immer schwarzes Auto mit Hochglanzfelgen oder mit hellen Felgen im Prinzip. Fand ich cool. Fährt aber jeder, ne, in dem Sinne. Aber dann guckte man so rum und hat so eine Grafik gesehen von einer schwarzen BBS-Felge mit goldenen Schrauben und goldenen Setzkant. Ja, gefragt, können wir das so hinkriegen? Und sagte, ja klar, kriegen wir hin. Und dann haben wir quasi diese virtuelle Version der Felge genommen und daraus quasi die BBS RC90, die sie dann ist, umgebaut, genau zu dem, was sie dann auch jetzt ist. Und zwar eine schöne schwarze Felge mit goldenen Setzkant und goldenen Schrauben. Was haben wir dann gemacht? Ja, und dann gab es halt noch die paar Innereien, die wir gemacht haben, weil Innenausstattung war sowieso schon top. Also da der Wagen aus einer Oldtimer-Sammlung kommt, ursprünglich aus Spanien, war der sowieso vom Zustand echt gut. Tatsächlich Kleinigkeiten wie Wasserpumpe, Luftfilter und allem drum und dran und Kühler. Das wird alles gewechselt über die Zeit, sodass er halt technisch auch auf einem guten Stand ist. Ja, und dann kam es halt dazu, dass die Abgasanlage irgendwann sagte, so, nee, ich will nicht mehr. Und wie er halt so ist, sagt er sich, ja, dann könnten wir jetzt Serie wieder einbauen oder wir machen halt was Richtiges. Da habe ich halt Bekannte, die hier eine Firma um die Ecke haben, die halt richtig geile Abgasanlagen bauen und habe ich mir wieder eine bauen lassen. Und dadurch, dass er halt keinen Cut hat, macht er jetzt auch richtig Radau. Und es sieht halt schön aus. Also es ist halt eine 3 Zoll vorne weg, hinten raus und das macht schon Spaß. So
und das Konzept des ganzen Autos ist halt dahingehend, es ist halt ein Oldtimer und ich möchte halt, wenn ich den ein, zwei Knöpfchen drücke, ist es halt kein Oldtimer mehr im klassischen Sinne, sondern schon einfach das Auto, wie ihr das jetzt quasi seht oder wie es jetzt da so rumliegt. Ja, die Idee dahinter war halt bei der Abgasanlage, ich habe den damals abgegeben, ich habe mich tatsächlich erschrocken, wenn ich ehrlich bin. Die Grundidee war Klappe zu, normal. Und offen wollte ich immer Tourenwagen haben. Tourenwagen 80er Jahre, das kam halt dadurch, dass ich am Nürburgring immer ganz viel rumgegangen habe und halt zum Beispiel auf den Oldtimer Classic Days halt die Tourenwagen aus der Zeit gehört hatte. Und das wollte ich halt haben. So. Und genau so haben sie es halt auch hinbekommen und es passt halt zum Konzept. Das Letzte, was wir jetzt Anfang dieses Jahres gemacht haben, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, um halt nicht nur die klassische Limousine da stehen zu haben, war halt dann der Ducktail. Es gab natürlich dann keinen für den E28, also geguckt, was gibt's. E30 hilft meistens. Den Drift-Spoiler tatsächlich von dem E30 genommen, haben den dann komplett einmal in 2 Wochen Arbeit so hingeschliffen und gefüllert, dass er halt vernünftig aussah, weil da halt diese Nieten drin waren, wie man sie halt so kennt von diesen Driftsportteilen. Aber es sollte halt klassisch aussehen, also neue Heckklappe dazu und den Spoiler angepasst, dann auch in unten schwarz lackiert und dann hinten drauf. So, und das Resultat ist jetzt halt meine Limousine mit Ducktail hinten drauf, die es glaube ich so nicht nochmal gibt in der Variante. Ja. Und ja, so macht er mich glücklich, der Wagen. Ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, euch hat das gefallen, was ich da auf die Räder gestellt habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da den tollen Gefällt mir-Button drückt und einen Kommentar da lässt, was man vielleicht noch ändern kann, was auch nicht. Ich lese mir das alles durch und dann schauen wir mal. Vielleicht ist ja die eine oder andere Idee noch dabei, die man noch umsetzen kann. Ja. Ansonsten würde ich mich halt bei allen Leuten noch mal bedanken, die mir geholfen haben, den Wagen so hinzustellen, wie er jetzt da ist. Ja, wie gesagt, viel Spaß mit dem Video und man sieht sich bestimmt. Tschüss!